Auf den Fasching, da folgt die Fastenzeit. Nach der Zinserhöhung ist vor der Zinssenkung und nach dem Wirtschaftsaufschwung mit hohen Inflationsdaten folgt die Rezession mit nachlassendem Preisdruck. Ist das immer so? Nun, bis auf das eingangs erwähnte religiöse Ritual ist die makroökonomische Betrachtung zumindest in der Einschätzung ihrer zeitlichen Abfolge durchaus von großer Bedeutung. Mein Name ist Christian Leinweber, herzlich willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Die zu erwartende Zinspolitik der großen Notenbanken weltweit ist nach wie vor Gesprächsthema Nummer 1 an den Börsen. Änderungen in den realwirtschaftlichen Daten der Vergangenheit, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, beeinflussen die Börsenkurse für Anleihen und Aktien genauso wie zukünftige Prognosen und Einschätzungen von Wachstum, Notenbankpolitik sowie geopolitische Ereignisse, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Und genau so eine Neukalibrierung von Zinserwartungen bewegte vor allem den Staatsanleihenmarkt Anfang dieser Woche gehörig. So stiegen die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen auf ein 12-Jahres-Hoch und notieren bei ca. 2,65%. Doch nicht nur langlaufende Anleihen stiegen in ihrer Rendite, sondern auch am kurzen Ende der Zinskurve, zum Beispiel bei 2-jährigen deutschen Staatsanleihen, stiegen auf eine rekordverdächtige 3,10% an. Eine Situation, die auch nicht alle Tage vorkommt, dass man mehr für sein Geld bekommt, wenn man über eine kurze Zeitperiode sein Geld verborgt. Dieses Phänomen nennt man im Börsensprech Inversität oder auch inverse Zinskurve. Wie im Schaubild erkennbar, war dieser beachtliche Renditeaufschlag für 2-jährige deutsche Anleihen das letzte Mal vor über 30 Jahren zu beobachten. Fakt ist jedenfalls, dass dieser Zustand für hohe Volatilität am Markt sorgt, denn eine inverse Zinskurve hat sich in der Vergangenheit als verlässlicher Vorbote für eine kommende Rezession erwiesen. Aktuell deutet vieles auf ein solches Szenario hin, wenngleich die noch immer überraschend robusten Konjunkturdaten vieler Volkswirtschaften auf eine milde Rezession hoffen lassen. Ja, sogar von einem möglichen Soft Landing, also einem Abschwächung der Wachstumsrate auf niedriges positives Terrain ohne signifikanten Gewinneinbrüchen bei den Unternehmen und infolge daraus ohne massiven Anstieg der Arbeitslosenrate, wird vor allem für die Vereinigten Staaten von Amerika durchaus für möglich gehalten. Nun, in so einem Umfeld ist es natürlich für die Notenbanken nicht gerade leicht, für alle das Richtige zu tun. Die in den letzten Handelswochen voreilig eingepreisten Zinssenkungen sind aber für die nächste Zeit der Riegel vorgeschoben worden. Aufgrund der generell starken Arbeitsmarktdaten und der als weiterhin hartnäckiger als gemutmaßten Inflationsentwicklung ist ein Higher-for-Longer-Zinsszenario wohl angemessen. Sprich, die Europäische Zentralbank wird wohl auf ihrem nächsten Meeting am 16. März um einen halben Prozentpunkt anheben. Zusätzlich werden dann noch bis Spätsommer 2 Zinserhöhungen zu jeweils einem Viertelprozent eingepreist. Somit sollte dann auch das Zinshoch in Europa bei rund 3,5 bis 4% ihren Plafond erreicht haben. Die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, trifft sich das nächste Mal am 22. März, um über ihre Zinsentscheidung zu debattieren. Mehr als der zuletzt angekündigte Weg zurück zu kleinen Zinsschritten wird wohl nicht zu erwarten sein. Mit insgesamt noch 3 Zinsanhebungen zu je einem Viertelprozent wird in den Vereinigten Staaten das Zinshoch bei rund 5,5% erwartet. Wie als Bestätigung zur Fortschreibung der Zinsanhebungen wurden gestern die vorläufigen Inflationszahlen für 2 große europäische Volkswirtschaften veröffentlicht. So kam es in Frankreich mit 7,2% und in Spanien mit 6,1% zu einem neuerlichen Anstieg der Preise. Es bleibt auf alle Fälle spannend, denn in den nächsten Tagen warten die Inflationsdaten von Deutschland sowie der gesamten Eurozone auf uns. Arbeitsmarktdaten gibt es ebenfalls diesseits und jenseits des Atlantiks und als krönender Wochenabschluss der Einkaufsmanager-Index im amerikanischen Dienstleistungsgewerbe. Zahlen
Daten, Fakten. So wie jede Woche exklusiv für euch im Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management.